Yamaha CLP 885, das Topmodell der Clavinova-Serie. Das ist gehobene Mittelklasse mit allem Glanz und Gloria, würde ich sagen. Top-Tastatur, Top-Konzertflügelklänge, Upright-Design und das vermittelt ja so richtig gepflegte Klavierkultur. Also ich bin gespannt, was deine Hände sagen werden. Auf dein Urteil bin ich gespannt. Lass mal hören. Ja, das ist so, wie man Yamaha E-Pianos kennt. Mit Glanz und Brillant, Gloria. klar und von ganz unten bis ganz oben. Ja, ich habe Strahlender Klang. jetzt auch speziell das Beispiel ausgewählt, weil es auch so ein strahlendes, so diese ganzen... Da kannst du die Brillanz so Ja. in einem kurzen Beispiel direkt hören, was passiert. Und das nehme ich gerne so bei solchen Instrumenten, die dann das dann auch im Idealfall auch dann so abbilden können. Also ist schon irgendwie geil, geiler Sound und ist auch direkt so Spielgefühl, alles da, was man so braucht, um auch dieses Feeling auch abzurufen. Ja. Das ist jetzt der CFX gewesen, jede Wette. Yamaha CFX, ja, Exakt. ganz genau. Das ist ja auch genau der Sound, der so wirklich so schön strahlend ist. Ja. Es gibt ja noch einen anderen. Da lese ich hier Bösendorfer auf dem Display. Was kann denn der? Ja, ich kann mal das gleiche spielen, mal mit dem Bösendorfer Sound. Ja, schon deutlich anders. Das ist sehr anders, ja. Ja. Also wenn man jetzt das Böse ausdrücken würde, dann würde ich sagen, es liegt eine Decke drüber. Ja. So, also es Ja. ist wie ein geschlossener Flügel oder so. Trotzdem klingt das aber, naja, trotzdem hat das Größe, ja. Ja, ist vielleicht dann für was anderes, wenn man so ein bisschen auch so... Danke sehr. Also für solche Sachen kommt Ja, das dann das schon ist auch jetzt ganz schön. richtig Ne? schön. Ja, also ich glaube, Yamaha möchte da eigentlich von Anfang an quasi so ein Statement machen. Willst du kristallklar, brillant, dann nimm den CFX und für solche Geschichten dann nimm den Bösendorfer. Ich glaube, da will man einfach die Leute direkt auf die richtige Schiene führen vielleicht. Ja, vielleicht. Ich kann das ja direkt mal mit diesen Klassikbeispielen probieren. Da haben wir ja ein wirklich lautes und ein eher sanft gespieltes. Vielleicht ist das ja genau diese Schiene, auf die man da will. So, Ja. ich probiere das gerne mal aus. Gerne. So, ich schalte noch mal zurück. Einmal zum CFX, genau. Das wäre dann das. Okay, das ist ja genau der Sound dafür. Ja, klingt Spielt sich klassisch. sehr direkt. Der Tonansatz ist super direkt und Ja. klingt offen. So, wenn ich jetzt das leise spiele, also ich würde es erstmal denken, mit dem Klang kann ich alles ausdrücken. Weil es ist ja auch irgendwie, habe ich ja. Das geht ja vom eigentlich Pianissimo geht das ja los. Und dann sollte auch das funktionieren. Funktioniert auf jeden Fall. Aber den Bösendorfer jetzt mal.
funktioniert irgendwie besser. Klingt feierlich auf jeden Hat Fall. irgendwie einen schöneren Moment Ja. irgendwie. Und das, ja, für Brahms würde ich das auch, denke ich, passt das super. Und der nächste Part, der ist so richtig süß, muss der gespielt werden. Und so weiter. Hier ist wichtig, dass die obere Stimme so leuchtend darüber liegt. Das kann man hier super machen. Also wenn ich das nicht so betone, dann klingt es so. Also alles gleich. Und ja, wenn ich die Stimme oben betone, klingt es so. Also das finde ich schon gut. Das muss auch das wirklich bringen. Also das fällt mir jetzt leicht, das so zu betonen. Also das kann ich alles super rausspielen. Ja. Das gefällt mir gut. Also Spielgefühl ist top, Tastatur ist top. Also ist schon ein feines Instrument, ja. Ja, also es ist auch was hier so an Sound rüberkommt, das ist alles nachvollziehbar und das ist wirklich auch hochwertig. Ja. Auch mit den Pedalen spielt sich alles wunderbar. Ja. Und vielleicht magst du noch mal weitermachen, da sind ja auch noch andere Sounds. Ja. Schauen wir uns noch ein paar andere Sounds an. Also hier gibt es jede Menge, die sind da in Reihe geschaltet. Upright Piano. Bisschen dünn. Bisschen schwach auf der Brust. Ja, also im würde ich Vergleich sagen. jetzt zu dem Bösendorfer ist schon. Ja, lass uns noch mal zurückschalten. Also so und Da hat er ja schon fast übermäßigen Bass, wenn ich Ja. das jetzt vergleiche mit dem Upright Piano. Oh. Also er klingt wie wenn das ein bisschen irgendwie, also dass da was nicht stimmt irgendwie. Also Gut, da also kann- okay. Es ist ja nur das Upright Piano, aber jetzt bin ich nicht mehr Fanboy. Ja. Also schauen wir mal weiter. Studio Grand. Ja, ist eigentlich fast noch ein bisschen cleaner, ne? Ja. So studiomäßig. Ja, Ballad Grand gibt es dann. Ach, sind alles Varianten Ja, das der sind- Sounds, die wir kennen. Ne? Unzählige Pianos, die da noch drin sind, irgendwie Genau. Jazz Grand. Ja, Ja, also, das ist doch deine Welt. Klingt für mich jetzt eigentlich nur mittig. Klingt sehr mittig. Also, Was hat das denn mit Jazz zu tun? ja, vielleicht. Vielleicht Bill Evans? Keine Ahnung. Ja, aber Naja. Rock Grand. Da dürfte es jetzt wieder ein bisschen bassiger werden. Okay. also ich denke, Dann gibt es noch Warm Grand, alles klar. Es gibt ja, sozusagen jede Menge Klavierklänge, aber die sind, also letztendlich fußt alles auf diesen drei Hauptsounds, CFX, Bösendorfer und Upright. Gut, das sind schon große Klänge. Ne? ja. Und das Upright, also ich bin nicht so der Fan, das ist, finde ich, so ein bisschen bretthart. Ja. So. Ja, also ich denke, es fokussiert sich auf die beiden, CFX Grand und Bösendorfer. Und alles andere muss man dann geschmacklich vielleicht dann selbst gucken. Ja, aber dann können wir eigentlich fast schon zum Kunstkopf kommen. Auf jeden Fall. Wir bauen jetzt kurz um. Wir werden nochmal das Kunstkopfmikrofon aufbauen, um das Lautsprechersystem mal zu hören. Und das vermittelt sich also so, dass ihr dann hören könnt, was Yassin beim Spielen auch hört. Allerdings ist wichtig, es sind binaurale Aufnahmen, ihr müsst dafür Kopfhörer tragen. Wir bauen kurz um.
Alles klar, für den Lautsprechertest haben wir unser Kunststoffmikrofon aufgebaut. Das macht binaurale Aufnahmen und die könnt ihr am besten dann hören, wenn ihr Kopfhörer tragt. Also auf dem Lautsprecher vom Smartphone wird das ganz sicher nicht funktionieren, da wird es eher komisch klingen, also bitte jetzt Kopfhörer. Lass hören. Wenn du es nochmal genauso spielen könntest wie am Anfang. Ich versuch's. Ich spiele noch ein Klassikbeispiel und dann, dass wir das auch haben. Einfach mal auf dem Kopfhörer. So, ich glaube, das war aufschlussreich. Ja. Also ich muss sagen, hier über das Lautsprechersystem kommt das sehr gut. Hier wird so mit so Diffusoren gearbeitet, dass es so möglichst rundum klingt. Ja. Das ist kräftig, also ich vermisse hier nichts. Nee, ich auch nicht. Es sei denn, es ist im Sound nicht vorhanden, wie bei dem Upright, da fehlt das Low-End irgendwie. Ja. Das wäre über den Speaker, würde das wirklich kräftig kommen. Das ist ein hochwertiges E-Piano, würde ich sagen. Ich glaube, wir können zusammenfassen. Ja. Willst du loslegen? Ich leg los, ja. Also Spielgefühl immer natürlich ganz wichtig bei unserer Bewertung. Mega gut. Yamaha typisch Top-Klavierklänge. Der CFX, aber auch der Bösendorfer, der nochmal eine ganz andere Facette reinbringt. Ja, und insgesamt Lautsprechersystem. Das ganze Konzept ist super. Also ist absolut ein Top-Modell. Aber natürlich auch top im Preis. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Das darf man nie vergessen. Ja. Da sind wir kurz unter 5.000 €. Das ist bei dieser, das ist ja die Standardausführung in Schwarz. Dann gibt es auch noch eine Hochglanz-Ausführung, zum Beispiel, die ist dann deutlich teurer. Das ist ein Aufpreis, aber sieht natürlich dann auch noch mal deutlich geiler aus. Ne? Das ist natürlich dann richtig wie ein Klavier sieht das aus. Das ist ja nur diese Lautsprecher-Austrittöffnung hier, ja. Also ansonsten sieht das ja aus wie ein Upright. Das finde ich schon wirklich gelungen. Und ja klar, ich würde sagen, das ist natürlich bei dieser Mittelklasse der Digitalpianos, liegen wir hier wirklich ist das top-notch. Das ist ganz oben an der Grenze angekommen zu den Hybridpianos. Dann geht es bei Yamaha eigentlich nur noch weiter bei Avantgrande und da wird es dann auch mal richtig teuer. Also wem es quasi preislich nichts ausmacht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf das Yamaha werfen. Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert vom Spielgefühl und auch von allem, was da so also ein dazu Detail gehört. vielleicht noch, also es fragen sich vielleicht viele, soll ich jetzt das 885 nehmen oder das Modell darunter, wo ist der Unterschied? Ja, die Tastatur. Es liest sich erstmal gleich, das ist diese Grand Touch S Wood-Tastatur, aber hier hat die nochmal Counterweights. Also die ist nochmal anders balanciert, diese Tastatur. Und das spielt es sich auch. Also die hat doch wirklich ein schönes Gegengewicht und löst auch wirklich direkt aus. Irgendwie. Das ist also ich finde, bei den Yamahas ist es immer ein sehr direktes Spielgefühl. Ja. Das könnte man als hart empfinden, aber das ist eine totale Geschmackssache, finde ich. Ja. Also das ist absolut top. Also fühlt sich super an. Bin sehr gut klargekommen hier mit dem beim Spielen und bin also auch auf jeden Fall so ein Fanboy, würde ich nicht sagen, aber hat mir sehr gut gefallen. Okay, alles klar. Ja, viele Details haben wir gar nicht erwähnt. Auch dieses Digitalpiano hat natürlich 1001 Funktion. Schaut einfach in die Links in der Beschreibung zu dem Video und da findet ihr Testberichte und noch die aktuellen Preisinformationen und alles das. Lasst gerne auch ein Abo da. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.